Hallo Leute, hier ist David, euer Deutschlehrer von Like Germans. In diesem Video geht es um Leo, der einen Streit mit seinem besten Freund Max hat. Warum die beiden sich streiten und was eine Frau namens Lisa damit zu tun hat, erfahrt ihr am Ende des Videos. Weitere Geschichten findet ihr auch in unserem Buch German Easy Reader for Beginners. Das Buch könnt ihr als Printversion und als E-Book ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Mein bester Freund Max hat mich betrogen. Er hat sich mit meiner Ex-Freundin Lena getroffen. Mein bester Freund Max hat mich betrogen. Er hat sich mit meiner Ex-Freundin Lena getroffen. Ich weiß nicht, wie er mir das antun konnte. Er müsste wissen, dass man so etwas nicht macht. Ich weiß nicht, wie er mir das antun konnte. Er müsste wissen, dass man so etwas nicht macht. Deshalb habe ich den Kontakt zu ihm abgebrochen und ihn blockiert. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Deshalb habe ich den Kontakt zu ihm abgebrochen und ihn blockiert. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Oh, mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Oh, mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Hallo Sandra, wie schön, dass du anrufst. Was gibt es? Hallo Sandra, wie schön, dass du anrufst. Was gibt es? Hallo Leo, Max ist gerade bei mir. Es geht ihm nicht gut. Er macht sich große Sorgen. Hallo Leo, Max ist gerade bei mir. Es geht ihm nicht gut. Er macht sich große Sorgen. Es sollte ihm auch nicht gut gehen. Immerhin hat er mich angelogen, seinen angeblich besten Freund. Es sollte ihm auch nicht gut gehen. Immerhin hat er mich angelogen, seinen angeblich besten Freund. Ich weiß, dass du sauer bist, aber hör dir bitte seine Version der Geschichte an. Ich weiß, dass du sauer bist, aber hör dir bitte seine Version der Geschichte an. Das macht keinen Sinn. Für mich existiert Max nicht mehr. Es ist vorbei. Das macht keinen Sinn. Für mich existiert Max nicht mehr. Es ist vorbei. Ich kann dich verstehen. Du solltest Max aber zumindest die Chance geben, dir zu erklären, was passiert ist. Ich kann dich verstehen. Du solltest Max aber zumindest die Chance geben, dir zu erklären, was passiert ist. Was gibt es da zu erklären? Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Was gibt es da zu erklären? Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Ihr wart so lange beste Freunde, Leo. Wirft es nicht einfach weg. Ihr wart so lange beste Freunde, Leo. Wirf das nicht einfach weg. Einen besten Freund, der sich so verhält, brauche ich nicht, Sandra. Leo tut mir nicht gut. Einen besten Freund, der sich so verhält, brauche ich nicht, Sandra. Leo tut mir nicht gut. Ich weiß, dass du gerade so denkst. Vielleicht ändert sich das aber in der Zukunft. Und dann ist es zu spät. Ich weiß, dass du gerade so denkst. Vielleicht ändert sich das aber in der Zukunft. Und dann ist es zu spät. Vielleicht hast du recht, Sandra. Ich habe keine Lust, mit Max zu reden. Ich sollte ihm aber die Chance geben, mir zu erklären, was passiert ist. Vielleicht hast du recht, Sandra. Ich habe keine Lust, mit Max zu reden. Ich sollte ihm aber die Chance geben, mir zu erklären, was passiert ist.
Genau, das ist eine gute Idee. Max ist hier und wartet auf dich. Er ist sehr nervös. Genau, das ist eine gute Idee. Max ist hier und wartet auf dich. Er ist sehr nervös. Alles klar. Danke für die Hilfe, Sandra. Alles klar. Danke für die Hilfe, Sandra. Das mache ich gerne. Ich hoffe, dass ihr euch wieder versöhnt. Das mache ich gerne. Ich hoffe, dass ihr euch wieder versöhnt. Ich werde jetzt zu Sandra fahren und mit Max sprechen. Ich werde jetzt zu Sandra fahren und mit Max sprechen. Ich wünsche mir auch, dass alles wieder gut wird. Ich weiß aber nicht, ob ich Max jemals verzeihen kann. Ich wünsche mir auch, dass alles wieder gut wird. Ich weiß aber nicht, ob ich Max jemals wieder verzeihen kann. Sandra hat recht. Ich sollte mir seinen Teil der Geschichte anhören und danach entscheiden. Sandra hat recht. Ich sollte mir seinen Teil der Geschichte anhören und danach entscheiden. Hier ist das Haus von Sandra. Max wartet dort auf mich. Hier ist das Haus von Sandra. Max wartet dort auf mich. Hallo Leo, danke, dass du gekommen bist. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Hallo Leo, danke, dass du gekommen bist. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Danke für die Hilfe, Sandra. Du hast recht. Ich muss mit Max über alles sprechen, was passiert ist. Danke für die Hilfe, Sandra. Du hast recht. Ich muss mit Max über alles sprechen, was passiert ist. Er wartet im Wohnzimmer auf dich. Er wartet im Wohnzimmer auf dich. Ich werde mit ihm reden, aber ich kann nicht versprechen, dass ich ihm verzeihen werde. Ich werde mit ihm reden, aber ich kann nicht versprechen, dass ich ihm verzeihen werde. Hallo Max. Hey Leo, wie geht es dir? Hey Leo, wie geht es dir? Du weißt, wie es mir geht. Sag mir lieber, was mit dir los ist. Du weißt, wie es mir geht. Sag mir lieber, was mit dir los ist. Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe. Das musst du mir glauben. Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe. Das musst du mir glauben. Das ist alles? Es tut dir leid? Warum sollte ich dir jemals wieder vertrauen? Das ist alles? Es tut dir leid? Warum sollte ich dir jemals wieder vertrauen? Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Warum hast du dich dann mit meiner Ex-Freundin getroffen? So etwas macht man nicht, und das weißt du. Warum hast du dich dann mit meiner Ex-Freundin getroffen? So etwas macht man nicht, und das weißt du. Ich liebe deine Ex-Freundin Leo. Ich bin sehr glücklich mit Lisa. Ich wusste nur nicht, wie ich es dir erzählen soll. Ich liebe deine Ex-Freundin Leo. Ich bin sehr glücklich mit Lisa. Ich wusste nur nicht, wie ich es dir erzählen soll. Also liebst du Lisa wirklich? Das wusste ich nicht. Also liebst du Lisa wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, ich liebe sie von ganzem Herzen. Ja, ich liebe sie von ganzem Herzen. Das war mir nicht bewusst. Warum hast du nichts gesagt? Das war mir nicht bewusst. Warum hast du nichts gesagt? Ich hatte Angst, dich als Freund zu verlieren. Das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Ich hatte Angst, dich als Freund zu verlieren. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Hätte ich wirklich gewusst, dass du Lisa wirklich liebst, hätte ich anders reagiert. Ich freue mich für euch, Leo. Hätte ich gewusst, dass du Lisa wirklich liebst, hätte ich anders reagiert. Ich freue mich für euch, Leo. Es bedeutet mir sehr viel, dass du das sagst. Also ist alles wieder in Ordnung? Es bedeutet mir sehr viel, dass du das sagst. Also ist alles wieder in Ordnung? Es ist alles in Ordnung, Leo. Mach dir keine Gedanken. Es ist alles in Ordnung, Leo. Mach dir keine Gedanken. Frage für euch. Lisa ist A. Leos Schwester, B. Leos Ex-Freundin oder C. Max' Verlobte. Schreib einen Kommentar.